Der größte Kia SUV ja, aller Zeiten, hätte ich fast gesagt. Der Kia Sorento in einer wahnsinnig tollen Ausstattung und in einer Farbe, die mir wirklich gut gefällt, nämlich Schwarz Metallic. Hier ist Peter Dämmerle. Grüß dich, Peter. Hallo Sven, grüß dich. Ja, und hier ist Tobias Klein. Grüß dich, Tobias. Hallo Sven. Ja, heute die Corona-Ausgabe vom Autohaus Klein. Diesmal werden alle Fahrzeuge mal ein bisschen vorgestellt, denn ihr dürft euren Verkaufsraum wie alle nicht öffnen, nur die Werkstatt hat auf. Genau, ist natürlich weiterhin per Mail oder Telefon erreichbar, aber müssen den Showroom leider geschlossen halten. So ist es, ja. Das Fahrzeug hat eine unglaublich tolle Optik. Es sieht aus, als würde es fast 100.000 Euro kosten, aber es kostet mal gerade die Hälfte. Richtig. Ja, es ist ein tolles, zeitloses Design für ein SUV. Wirkt unheimlich bullig, sportlich. Richtig schickes Auto. Ja, der hat Full LED, ich frage dich mal. Der hat Voll-LED-Scheinwerfer drin. Ja. Richtig toll. Also auch das Design von vorne. Er wirkt wie so ein, ich sag mal so, wie die Staatskarosse damals von dem amerikanischen Präsidenten, so ein kleines bisschen. Aber er ist gar nicht so groß, muss man sagen. Die Länge, wie liegt er ungefähr? Das heißt, wir sind bei roundabout 5 Metern. Kommt das hin? In etwa, ja. Etwa 5 Meter Länge. Sag mal, diese Einstiegsleiste, die rechts an der Seite ist mit dem Alu, ist die sehr mäßig da bei dem Fahrzeug? Serienmäßig nicht, allerdings in dieser Ausstattung enthalten. Also wir haben hier eine GT-Line. Es ist wieder die sportliche Linie von Kia. Spiegelt sich dann eben an diesen Trittbrettern wieder. Wir haben hier geänderte Frontschürze mit anderen Nebelscheinwerfern in der GT-Optik. Die Heckschürze ist ein bisschen geändert und natürlich auch die Ledersitze im Innenraum. Ja, tolle Felgen sind drauf, die aber trotzdem noch komfortabel sind, muss man sagen. Das ist ja immer so, zu groß geht auf natürlich den Komfort. Ja, wir haben hier recht hohe Flanken, also die sind nicht hart, also super angenehm zu fahren. Ja, erstmal die Optik ein bisschen wirken lassen. Er ist schon recht groß, aber dann doch nicht so bullig. Also das ist ja vielen Leuten auch wichtig, ja, dass es also nicht aussieht wie so ein kleiner Panzer, oder? Er ist ein Stückchen größer als der Sorento, aber ich würde sagen, bei unseren Straßenverhältnissen noch ohne Probleme zu nutzen. Ja, wir haben hier eine Metallic-Lackierung, das heißt eine Mehrschichtlackierung, die ist mit drin. Das bedeutet, sie ist unglaublich unanfällig. Obendrauf gibt es mehrere Schichten Lack, oder? Genau, hat natürlich immer eine Lackschicht mehr als normaler Unilack, ist somit ein bisschen weniger anfällig gegen kleine Kratzer und so weiter. So sieht's aus. Ja, innen drin Leder, Optik, ist es Echtleder? Der hat Sitzwangen aus Echtleder, die Kontaktflächen sind dann allerdings aus Kunstleder. Ja, was auch ganz sinnvoll ist, denn Kunstleder ist vom Reinigen her viel, viel besser. Auf jeden Fall. Die Sitze sind auch perforiert, also haben eine Sitzheizung und Sitzbelüftung drin, dass es auch im Sommer nicht zu warm wird. Ansonsten sind die hier auf dem Beifahrersitz 10-fach elektrisch einstellbar. Also wir können hier mit dem Sitz nach vorne rücken, können nach hinten rücken. Ich zeige es mal kurz. So, das heißt, ich habe eine komplette Klaviatur hier unten drin. 7 Jahre Garantie habe ich. Genau. Besonderheit beim Sorento im Lederpaket mit dem Stinger zusammen kann man hier die Ledersitze noch mal ein Stückchen verlängern, also kann vorne das Stück noch mal ausfahren. Ist elektrisch? Genau, ist in dem Fall jetzt auch passiert, um einfach, sage ich mal, ein Einschlafen von den Beinen entgegenzuwirken. So, du bist ein großer Mann, 1,86, viel größer als Peter Dämmerle. Ich zeige es mal gerade hier im Vergleich. Denn Peter spielt nämlich normal bei unseren Videos immer gern das Kind. Du bist schon wie lange dabei bei Autohaus Klein? Seit 1982. Seit 1982. Angefangen hat alles mit Toyota, muss man dazu sagen. Dann kam Kia hinzu, eine tolle Ergänzung zu Toyota. Ja, absolut. Es sind zwei komplett unterschiedliche Marken irgendwo, wobei die Modelle der einzelnen Hersteller unterscheiden sich halt eben sehr stark und wir haben halt eben durch die beiden Marken eine recht gute Abdeckung von über alle Modellgruppen hinweg. Ja, jetzt ist ja doch mal, man guckt vielleicht mal auf eine WhatsApp drauf, obwohl man es gar nicht darf. Dazu gibt es einige Assistenzsysteme, die halten mich zum Beispiel auf der Spur. Genau, er hat hier einen Spurhalteassistent drin, einen Toten-Winkelwarner. Ansonsten haben wir eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Adaptiv, das heißt, er folgt dem anderen. Genau. Er bremst bis auf 0? Bremst nicht bis auf 0, also ist ein Abstandstempomat, allerdings nicht mit einer Stop-and-Go-Funktion beim Sorento. Ansonsten haben wir eine Rundumsichtkamera, sprich der hat an der Front- und Heckschürze 2 Kameras sitzen und unter den beiden Außenspiegeln und kann mir somit eine Vogelperspektive vom Fahrzeug zusammenschneiden. Ah, das ist sehr praktisch. Das heißt also, ich sehe das Auto wie von oben, zum Beispiel Hindernisse kann ich gut erkennen. Genau, oder auch wenn ich mich einfach nur gerade in die Parklücke stellen möchte, sehe ich die Linien einfach ganz klar neben mir. Krass. Ja, wir werden heute mal nicht zu sehr darauf eingehen. Ich glaube, hier haben wir auch schon ein Video gedreht, oder? Vom Sorento?
Haben wir auch schon was gedreht, ja. Das ist Modelljahr 2020? Genau, das ist das aktuelle Modelljahr. Also es wird im Laufe dieses Jahres ein neuer Sorento erscheinen. Also kein Facelift, sondern eine komplette Neuauflage. Da haben wir allerdings noch nicht allzu viele Infos zu. Ja, der ist jetzt sehr erprobt, muss man sagen. Gut, Kia gibt 7 Jahre Garantie. So Kinderkrankheiten, die habt ihr lang nicht mehr, oder? Das ist schon vorbei. Die Autos kommen ausgereift bei euch in den Laden. Also dieser Motor hier ist komplett unanfällig. Ich finde ihn auch von der Leistungsentfaltung super angenehm für diese Fahrzeugklasse, weil es kommt noch was, wenn ich aufs Gaspedal drücke. Und er war auch in dem vorherigen Sorento schon verbaut, also die Technik ist ausgereift. So, du darfst mal hinten aufmachen. Ja, der ist nämlich ganz zurück. Da hat einer mal ausprobiert. Interessant ist eine Harman Kardon Soundanlage mit drin. Die ist wirklich klasse. Das heißt, ich habe ein HiFi-Erlebnis im Auto drin. Da brauche ich glaube, da muss ich entsprechend zu Hause lange suchen. Ja, es ist wirklich auch für Musikenthusiasten eine richtig tolle Ausstattung und gibt einen richtig tollen Klang im Auto. Sehr satte Bässe, klare Höhen, hört sich richtig gut an. Ja, du darfst mal hinten einsteigen, Peter. Jetzt kommt wieder das Kind. Das Kind kommt, ja. Der kleine Peter steigt mal hinten ein. Nee, Spaß beiseite. Du bist 1,76 Meter? Ja. 1,76 Meter, überhaupt kein Problem. Du hast fast einen halben Meter Platz noch. Ja, da ist Platz ohne Ende, also Kopffreiheit und auch Beinfreiheit. Der Tobias hat jetzt den Vordersitz relativ weit nach hinten gestellt, damit er vorne reinpasst. So, bitte mal einsteigen und du bleibst auch mal sitzen, dass wir das sehen. Wir faken hier nicht rum, sondern tatsächlich, es passt also einmal 1,86 Meter hin und hinten nochmal eine ausgewachsene Person, die könnte auch noch viel größer sein. Was ist denn das für ein Hebel hier unten? Also wir haben hier die Möglichkeit, auch auf den hinteren Sitzen die Rückenlehnen zu verstellen. Das heißt, ich kann mir hier auch eine entsprechende Sitzposition aussuchen, ob ich lieber etwas aufrechter drin sitze oder ob ich lieber Auch ganz zurück, geht auch. auf so eine Liegeposition gehe. Ne? Wie toll ist das denn? Das heißt, du kannst dich richtig hinlegen hinten. So, wenn ich das möchte. Trotzdem bin ich angeschnallt. Ja, ich werde mich jetzt nicht richtig flach hinlegen können, aber schon halt eben so ein bisschen nach hinten geneigt, ein bisschen entspannter. Das hat eben gerade bei längeren Fahrten, wenn man ein bisschen müde wird, ganz angenehm. Ja, dann schauen wir hinten mal rein, denn der Kofferraum, der ist phänomenal. Denn ich habe hier einen richtig großen Kofferraum, mit dem ich dann auch elektrisch. So, das habe ich mit drin und wow, also es ist schon, wenn man allein mal hier reinguckt, hier das Raumgefühl, das ist schon fast so ein Transporter. Es ist schon ein Riesenkofferraum, auch für die Fahrzeugklasse. Du kannst halt eben auch noch umlegen, das Ganze wird topfeben und jetzt kannst du zur Not hinten eine Matratze reinlegen, kannst hinten drin schlafen. Mhm. So, wo käme dann das Rollo hin, wenn ich jetzt das wegmachen würde? Gibt es da einen Platz für am Auto? Oder muss ich das denn? Also wir haben hier eine Möglichkeit, wenn man diese Klappe hier öffnet. Warte, ich zeige das mal gerade. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Ah, da sieht man es. Da kommen die rein, gell? Dann kann man Da kann ich es komplett verstecken. komplett verstecken. Probierst du es mal gerade mit raus. So, das ist nämlich viele Leute. Bei mir liegt es nämlich immer in der Garage rum. Wahrscheinlich hat mir keiner bei der Auslieferung gezeigt, wo ich es bei meinem Auto verstaue. Aber es gibt auch einige Autos, die haben das gar nicht, oder? Wahrscheinlich fährst du das falsche Auto. Punkt 1. Oder du hast einen schlechten Händler gehabt, der das nicht gezeigt hat. So, und jetzt sieht man nämlich auch mal die Größe. Wenn du mal so lieb bist, Tobias, und klappst es mal auf der linken Seite. Das heißt, ich kann es dreifach geteilt um? Also in der Mitte ist ein Fach, das du noch separat öffnen kannst. Ja. So, und die Lehne selbst ist. Tobias, ganz kurz. Ist das krass? Guck mal. Er ist echt riesig. Ja, zeig mal gar was. So, soll ich zu dir kommen, oder? Ne, kannst du. So. So, das geht also Warte, auch. ich komme. Ich zeig's mal gerade. Das ist wie so eine Armlehne oder eine Durchreiche, je nachdem, was du machen willst. Ne? Ah, ich kann im Prinzip das mittlere, wenn ich meinen Arm ablegen will, kann ich dafür verwenden. Entweder so oder du nutzt dieses Fach hier. Okay, das heißt, hier habe ich dann nochmal einen Getränkehalter mit drin. Kann auch einen Arm ablegen. Genau. Das ist für längere Fahrten sehr praktisch.
Das ist für längere Fahrten sehr angenehm, gerade wenn hinten nur 2 Personen sitzen und wenn du dieses mittlere Teil ganz umlegst, kannst du halt eben einen längeren Gegenstand durchladen. Ne? Dann ist Ach, das geht auch alleine. Da könnte ich zum Beispiel Skier oder irgendwas mitnehmen. Das ist toll. Ja, stark finde ich auch die Armablage hier drinnen, wenn du mal kurz rüber gehst. Überhaupt die Verarbeitung ist sehr, sehr gediegen. Ja, absolut. Es ist eine gute Materialauswahl. Es ist sauber mit geringen Spaltmaßen eingepasst und sieht richtig hochwertig aus. Ja, das hier mit dem Rollo ist ja schon fast wie bei der Bundeskanzlerin oder beim Papst. Ich kann also das verdunkeln, aber nee, es hat einen sehr praktischen Nutzen, wenn die Kids dann schreien, die Sonne kommt. Mach mal hoch, bitte. Also es gibt hier 2 Effekte. Wir haben hinten sowieso das dunkel durchgetönte Privacy-Glas. Das Fenster ist jetzt auf, muss man sagen. Also ist komplett runtergelassen. Und zusätzlich kann man dieses Rollo hier noch rausfahren, noch zusätzlich als Sonnenschutz. So, das ist das Privacy-Glas. Übrigens, das ist echtes Glas, kann ich durchgucken. Ich zeige es euch. Wenn ich nämlich einsteige, dann sehe ich nämlich jetzt nach draußen. Da, so, da ist der Peter zu sehen. Und ich habe dann zusätzlich nochmal ein Sonnenrollo, das ist integriert, aber so integriert, dass es komplett verschwindet. Das heißt, ich muss da keine Saugnäpfe mit irgendwelchen Figuren aus irgendwelchen Bienchen und so. Nee, brauche ich nicht. Nee, also es passt soweit, es rollt Auto von selbst wieder ein mit einem Federmechanismus, also es ruckelt auch nichts während der Fahrt, sprich keine störenden Geräusche, super verarbeitet. So, 7 Jahre Garantie. Was würde denn dafür sprechen, dass ich mir jetzt dieses Auto kaufe und nicht den ganz neuen, der jetzt dieses Jahr rauskommt, wie du gesagt hast? Man hier natürlich jetzt zum Abfahrkauf nochmal super Konditionen bei dem Fahrzeug gerade. Preis also, das heißt, es ist echt günstig, oder? Ja klar. Sag mal, wir haben jetzt hier zwar einen Vorführwagen, sprich das Fahrzeug ist zugelassen, aber noch nicht genutzt. Also ein Kilometerstand, müsste jetzt lügen, aber ich würde mal sagen unter 50 Kilometern. Man kann das Fahrzeug hier zu den Vorführwagenkonditionen erwerben, kauft allerdings vom Kilometerstand her eher einen Neuwagen. So ist es. Baujahr, was ist das hier im Baujahr? 2019? Ist ein 2019er Baujahr, ja. 2019er. Ja, und da sind die nochmal kurz die CO2-Effizienz. Warum hat der denn eine CO2-Effizienzklasse A, obwohl der so schwer ist, eigentlich, wie man glaubt? Ist da noch ein Elektromotor, der hilft? Also wir haben jetzt hier keinen Mildhybrid oder sonstiges mit drin. Es ist eine normale AdBlue-Anlage verbaut, also mittels Harnstoff werden hier die Abgase nochmal gereinigt und somit kann das Fahrzeug eine gute CO2-Effizienzklasse erzielen. Ja, 6,1 Liter, ist das realistisch, wenn ich sparsam fahre? Ein bisschen was draufpacken, aber ich sag mal um die 8, 7,5 ist das auf jeden Fall machbar. Warte mal, ich zeig mal gerade. Das ist immer so, der eine sagt was, der andere nickt. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, dann sehe ich euch mal. Also es kommt natürlich sehr auf den Fahrstil an. Ich weiß, der Tobias ist immer ein bisschen flotter unterwegs. Also wenn man das Auto auf längeren Strecken fährt und nutzt Tempomat unter optimalen Voraussetzungen, sind durchaus 6,5 bis 7 Liter realistisch. Kann ich das auch, wenn ich Bleifuß habe, auch mal mit 10, 12 Litern fahren? Sven, wie immer, wenn du viel Leistung rausnimmst, musst du ordentlich was reinstecken im Vorfeld und dann geht der Verbrauch auch in den zweistelligen Bereich. Okay, so ist es. Also, wir sind ja ehrlich hier. Also alles andere bringt ja nichts. Ja, das ist ja toller SUV für keine 70, 80, sondern für knapp 50.000 Euro steht er jetzt hier. Er kann finanziert werden. Ihr nehmt Autos in Zahlungen, das heißt also auch da am besten mal mit dem Auto vorbeikommen. Das Ganze kann man kontaktlos man kann auch Fotos schicken und so weiter. Letztendlich werden ja die Gebrauchtwarenwerte, die werden ja nochmal dann von einem Spezialisten ermittelt. Da habt ihr wahrscheinlich jemand, der das macht, oder? Ja, wir haben zum einen auch eine gute Software. Wir arbeiten mit DAT für die Gebrauchtwagenbewertung und die Verkäufer können halt eben auch selbstständig Bewertungen durchführen. Das bedeutet kontaktlos, ihr macht Fotos, die Spezialisten gucken sich das an und machen dann ruckzuck eine Bewertung? Genau. Okay, super. Ja, da steht er. SLS KK6, das Kennzeichen muss man nicht übernehmen. Er wurde zugelassen, aber er hat quasi keine Kilometer und das ist der Preis. Ich zeige es gerade nochmal. Dieses Auto können Sie jetzt kaufen für 49.790 Euro. Sie können es aber auch finanzieren. Am besten mal anrufen. Und ich habe erfahren vom Tobias, am besten mal anrufen. Da geht immer noch ein bisschen was. Ja. Und was genau, das erfahrt ihr dann am Telefon. Und ihr seid aber nicht nur per Telefon erreichbar, ihr habt jetzt auch einen Chat. Wir haben auch einen Chat auf unserer Website unter www.autohaus-salui.de kann man die Chat-Funktion nutzen, kann es direkt anschreiben und in der Regel kommt halt eben die Antwort auch sehr zeitnah. Das Autohaus Klein, 7 Jahre Garantie bis zu 150.000 Kilometer. Der Kia Sorento im Modelljahr 2019. Ja, ein echtes Schnäppchen können Sie jetzt machen für knapp unter 50.000 Euro. Dankeschön.